Hallo, ich bin der Andreas, Gründer von DVS-Beregnung und zeige dir heute den Leitfaden für unseren DVS-Beregnungsplaner. Eine Planungssoftware, mit der du ganz einfach selbst deine Hausgartenbewässerung planen kannst. Wir sind inzwischen beim Status Nummer 4, das heißt die vierte Version und gehen jetzt Schritt für Schritt einfach mal durch das PDF durch und ich zeige dir so die wichtigsten Schritte, auf was du achten musst. Du siehst hier die Inhaltsangabe, also wir haben Bewässerungsflächen zeichnen, Regner positionieren, Wasserversorgung festlegen und weitere Elemente der, der Steuerung und Ventilverteilung festlegen, dann Leitung planen, Bodenfeuchtesensoren platzieren und am Ende bekommst du die fertige Stückliste. Wir gehen dann jetzt einfach mal auf die Benutzeroberfläche. In der PDF siehst du hier die verschiedenen Elemente, die drei Menüs mit den Werkzeugleisten, die Ansichtsleisten und hier die Funktionseinstellungen. Dann gehen wir über die Anmeldung, den Maßstab eines hochgeladenen Plans festlegen, Transparenzen und kommen jetzt zum Zeichnen von Bewässerungsflächen. Das ist unglaublich wichtig, dass du einzeichnest, welche Flächen sollen mit Versenkregnern beplant werden, also alle Rasenflächen. Das sollte auch entsprechend möglichst maßstäblich sein, damit das später dann auch exakt beplant werden kann. Nach den Rasenflächen kommen die Beetflächen. Alles, was mit Beetflächen gezeichnet wird, wird mit Tropfrohr bewässert und separat gezeichnete Flächen werden jeweils dann mit einem Ventil beplant. Das heißt, wenn du Flächen zusammen bewässern willst, kannst du die am besten auch dann direkt zusammenzeichnen. Und dann gibt es hier verschiedene Themen, Rundungen ausformen, welche Bereiche sollen trocken bleiben, welche dürfen nass werden. So kannst du hier quasi im ersten Schritt einfach alle verschiedenen Flächen dann kategorisieren. Dann kommt die Regnerpositionierung, das zweite sehr wichtige Element, dass man sagt, die Regner sollen Kopf zu Kopf angeordnet sein. Das heißt, dort, wo ein Regner sitzt, hat der seinen Sprühradius und idealerweise sitzt am Ende dieses Radius der nächste Regner und sprüht voll zurück. Das ergibt dann eine gleichmäßige Gesamtbewässerung und wir haben hier die Niederschlagssimulation, die eben dann auch zeigt, wo noch nachgearbeitet werden muss. Es gibt eine automatische Berechnung, die quasi dir mal einen Grundvorschlag macht, aber auch die muss dann immer dann nachgearbeitet werden, beziehungsweise du kannst es dann uns auch zum Profi-Check einreichen, dass wir das für dich nacharbeiten. Genau, wenn dann alles manuell eingezeichnet ist, dann siehst du, dass hier quasi eine komplett einheitliche grüne Fläche entsteht. Es gibt Kreisregner, das heißt, immer wenn du einen neuen Regner brauchst, ziehst du dir hier ein Kreiselement quasi raus und platzierst es. Es gibt aber auch Streifenregner, das sind hier unten diese viereckigen Regner, wo du quasi dann auch viereckige Regner platzierst. Für die Baumbewässerung haben wir hier eingefügt ein RZWS, Root Zone Watering System. Das kann man quasi für die Baumbewässerung benutzen und hier für Hochbeete haben wir auch noch ein spezielles Set, um Hochbeete zu bewässern. Also diese zwei Elemente kannst du dann auch bei Bedarf einfach rüberziehen. Dann kommen wir zur Festlegung der Systemelemente. Hier kannst du dann quasi die Wasserversorgung rüberziehen, Steuerung und Ventilbox, sodass du dann deine ganze Installation quasi dann nach und nach festlegst. Wichtig bei der Wasserversorgung ist, wir haben einen dynamischen Druck, der aufrechterhalten werden muss von 3,5 Bar. Das heißt, wir haben quasi hier einfach damit immer genug Druck auf der Wasserleitung ist, auch während dem Betrieb der Anlage hier eine Anleitung, wie du die verfügbare Wassermenge bestimmst. Alternativ auch kann man das aus der Pumpenkennlinie bestimmen. 35 Meter Pumphöhe in der Kennlinie, entsprechend 3,5 Bar.
Wenn die Pumpe zum Beispiel 10 Meter tief eingebaut ist in einem Brunnen, müssen die 10 Meter noch dazu addiert werden. Genau, mit diesen ganzen Infos kannst du dann quasi die kompletten Steuerelemente platzieren, Ventilverteilung, Filter, Wassersteckdose, Düngereinspeisung und kannst dich dann im nächsten Schritt an die Leitungsplanung machen. Die Leitungsplanung erfolgt auch zuerst mal automatisch, sodass er alle Elemente miteinander verbindet, aber du kannst eben auch dann von Hand die Leitungen neu umplanen. Das heißt, ein Doppelklick auf die Leitung löscht eine Planung. Wenn du eine Leitung markiert hast, hier die gelben, dann kannst du hier einen gesamten Kreis löschen. Und so kannst du quasi auch die Bereiche so aufbauen, dass du zum Beispiel einen schattigen Bereich oder einen halbschattigen Bereich trennst von einem sehr sonnigen Bereich. Und so kann man dann auch die Effizienz der Anlage später gut optimieren, weil man dann eben im sonnigen Bereich die Bewässerung länger laufen lassen kann und im schattigen ein bisschen kürzer laufen lassen kann. Wenn du hier immer schwarze Leitungen siehst mit einer Zahl, dann sind das quasi mehrere Leitungen in einem Graben. Wenn man auf die Zahl klickt, dann erscheinen quasi die Farben der Leitungen, um quasi dann zu sehen, welche Leitungen da drin liegen. Hier auf das Auge zu klicken, zeigt dir quasi alle Leitungen an und da kannst du selektiv Leitungen ausblenden, um einfach ein bisschen mehr Übersicht über deine Planung zu haben. Genau, dann haben wir noch das Thema Mikrobewässerung. Also wenn du ohnehin schon ein Element hier ausgewählt hast in der Regnerpositionierungssektion, dann hast du hier die Elemente, die werden automatisch beplant. Wenn du ein zusätzliches Magnetventil haben möchtest, dann kannst du hier quasi mit einem Klick auf die Ventilbox eine neue Leitung rausziehen und kannst da später quasi dann zum Beispiel eine Mikrobewässerung anschließen. Genau, dann haben wir noch einen Schritt Bodenfeuchte zu platzieren. Das ist im Endeffekt eins der wichtigen Zukunftsthemen, wo wir sagen, erst wenn ich ein Feedback habe, wie feucht ist mein Boden, kann ich die Bewässerung auch optimal steuern und kann sehen, ob ich unter Umständen Bewässerungszeiten anpassen muss. Und hier hast du die Möglichkeit, quasi Bodenfeuchte-Sensoren zu platzieren, idealerweise in Bereichen, die nur von einem Bewässerungskreis getroffen werden. Genau. Und dann hast du am Ende die Stückliste mit allem benötigten Material, was du für die Installation brauchst. Genau. Dieses PDF, was ich dir gerade eben gezeigt habe, kannst du hier direkt im Video verlinkt runterladen. Wir freuen uns, wenn du deine Bewässerung mit DVS-Beregnung und mit dem DVS-Beregnungsplaner startest. Und bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und versuchen dir so gut wie möglich zu helfen, damit auch dein Garten entsprechend eine super Bewässerung bekommt. Macht's gut, bis dann, ciao.